In Kindheitstagen war es die Ostsee, das einen irgendwie fasziniert hat. Das ist vielleicht irgendwo im Hinterkopf geblieben. Ich wollte irgendwie immer dem Wasser nahe sein. Ich weiß gar nicht genau, warum das so ist, aber irgendwie es hat mich dahin gezogen. Einfach diese Weite, manchmal auch diese Ruhe, manchmal aber auch das Stürmische, das zu fühlen, zu sehen, das gibt Kraft, finde ich. Ja, als der Klaus Einwanger damals anfragte, fand ich das schon sehr spannend. Es hat mich fasziniert. Wir haben dann drüber gesprochen. Er besuchte mich auf Sylt. Ich habe gesagt, sehr gerne sind wir mit dabei. Das ist einfach spannend. Und ich glaube, es ist die Faszination, sich auch auf anderen Feldern mal in einer anderen Machart zu verwirklichen oder ein Stück weit zu verwirklichen. Und ja, einfach mit anderen Menschen etwas aufzubauen, was auch Kochkunst oder Kunst an sich bedeuten kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sowohl die Gerichte als Reise erkennt, als auch immer das Element Wasser zu sehen ist. Das kann mal Ruhe geben, Kraft geben, es kann aber auch mal genauso, ja, wenn es stürmischer ist, dann ist es halt nicht so klar, die Sicht. Und ich denke, das ist das ganz Wichtige daran. Ja, und ich glaube, das ist ganz spannend. Und dann natürlich ist es auch Inspiration. Ich meine, wenn ich mich jetzt zum Beispiel an den Strand setze oder wenn ich am Meer entlang spaziere, dann entdecke ich zum Beispiel irgendwelche Kräuter oder ich sehe allein die Muschelschalen, die sind vielleicht an irgendeinem tollen Sommertag, liegen die so besonders schön, dass einem da irgendein Gericht einfällt. Und ansonsten ist natürlich naheliegend, ich meine, wir sind am Meer. Was soll ich für Produkte nutzen? Klar, als erstes fällt mir mal die Regionalität ein. Kleine Erzeuger, kurze Lieferwege, ein besserer Reifegrad. Eine gewisse Nachhaltigkeit entsteht da natürlich auch. Ich glaube, ein Gast fährt in eine Region, egal ob es Nordeuropa, ob es Südeuropa ist, ob es die Alpenländer sind, dann möchte ich die Region schmecken. Ich fahre da nicht hin, um einen Schnitzel zu essen als Beispiel. Ja, wir sind irgendwo auch, man sagt immer so, Künstler, obwohl wir das eigentlich als Köche nicht gerne hören, weil wir eher Handwerker sind, Kreativhandwerker. Ich habe ein bisschen drüber nachdenken müssen, bist du kreativ genug für diese Leute? Und nachdem ihr dann hier oben wart, das war schon was, wo ich danach gesagt habe, jawohl, da habe ich richtig Bock drauf, da habe ich Lust drauf, da möchte ich dabei sein. Wenn man da schrittweise etwas entstehen sieht und das langsam wächst, das macht richtig Spaß, es entwickelt sich auch ein Stolz drauf. Ich glaube, es ist vieles Neues, auch für die Fotografen und Filmer. Es macht Spaß, dabei zu sein, ich bin gern dabei.